Guten Morgen zusammen, willkommen zu einem neuen Video mit Moin Diggis. Micha und Marc und Lambretta. Genau, M&M. Wir sind wieder draußen vom Olympiastadion und machen heute mal was anderes. Wir werden heute mal fahren. Heute wird eine Testfahrt gemacht mit dem G und mit dem X. Ja, würde ich sagen. Auch ein bisschen gegeneinander, um auch mal zu zeigen, wo die Unterschiede liegen, weil die Fahrzeuge haben komplett unterschiedliche Fahrkonzepte. Also es ist wirklich komplett andere Fahrzeuge. Also das ist total irre. Und was machen wir? Wir machen natürlich mal einen Beschleunigungstest gegeneinander. Bremstest. Bremstest, Wendigkeitstest, Spurlage, Kopfsteinpflaster. Wir haben hier vorne Kopfsteinpflaster. Mache ich immer sehr gerne, weil ich bin ja so ein Komfortfahrer und wenn das Ding dann mir in den Rücken schlägt auf Kopfsteinpflaster, mag ich es nicht. Wirst dich wundern. Ja, testen wir gleich. Und dann fahren wir einfach mal so ein bisschen bei dem schönen Wetter durch die Gegend und werden beide mal so ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen und mal nachher euch dann mitteilen. Ob sich das lohnt, überhaupt hier zu investieren oder nicht. Erstmal das. Und wenn er investiert, für wen ist welches Fahrzeug? Ne? Aber ich glaube, da sind schon ein paar Unterschiede. Du bist ja beide gefahren schon. Deutlich unterschiedlich. Ich noch nicht, aber das machen wir jetzt heute und werden dann nachher euch mal berichten. Dann nehmen wir euch jetzt nämlich mal mit. Zu diesem Unterschied müsst ihr dabei sein. Und fangen vielleicht mal an mit Beschleunigungstest. Nein, wir machen mal erstmal den Sicherheitstest des Bremsen. Machen wir das. Ja? Na los, dann lass uns mal start your engines. So, wir machen den ersten Bremstest jetzt mit der G350. Zack. Bleib mal stehen, ich mache mal hier eine Markierung. Ziemlich genau. Also 50 und da ist der Bremspunkt. Hier noch ein bisschen kürzer, noch einen Meter gespart. Können wir das Ding nochmal umlegen. Das war jetzt die Markierung von der G. Jetzt machen wir mal als Vergleich die X. Hast du die gerade zurückgerollt? Du bist doch jetzt schneller gewesen. Okay, also jetzt sehen wir mal den Unterschied. Da ist die Markierung. Das ist guter Meter, ein bisschen mehr als ein Meter. Ja, sind aber auch 10 Kilo. Ja, 10 Kilo weniger Gewicht. Ja, das heißt, nee, mehr als 10 Kilo leichter. Stimmt. Und dann noch das Verhältnis, also hier liegen so ungefähr 20 Kilo liegen hier zwischen. Das ist schon viel. Stimmt, genau. Das ist viel. Dadurch, dass der Auspuff anders ist. Das ist viel. Ja, das ist wirklich viel. Also 20 Kilo bringen 1 Meter. 1 Meter Immerhin. Besseren Bremsweg. Ja, genau. Also aber Bremsen liegt die X vorne. Meter. So, wir machen jetzt den ersten Beschleunigungstest zwischen der X und zwischen der 350G. 1, 2, 3, go! Krass! Ja, ihr habt es gesehen, da habe ich nur noch das Rücklicht gesehen. 1, 2, 3, los! So, der zweite Test jetzt mit Fahrerwechsel. Micha jetzt auf dem großen G. Der sieht ja bei dir riesig aus. Wahnsinn. Und die Sonne kommt raus. So, jetzt testen wir das Ganze mal andersrum. Ich auf dem X und Micha auf dem G. 2, 1, Gas! Eins, 2, 3, los! Ja, das habt ihr jetzt gesehen. Das ist sehr deutlich. Also so von 0 auf 50 ist der X natürlich deutlich vorne.
So, nach dem Beschleunigungs- und Bremstest machen wir uns jetzt mal auf eine kleine Testfahrt. Gut, also Micha, wir tauschen nachher nochmal, dass wir vielleicht jeder so ein bisschen nochmal den Fahreindruck aufsaugen können, gerade wenn man von einem schnell aufs nächste steigt. Du fängst wieder mit deinem Lieblingsgerät an und ich mit meinem. Und dann fahren wir jetzt eine kleine Runde. Wir werden auch mal Kopfsteinpflaster hinten fahren, damit wir mal die Federung testen können. Und ja, auf geht's. Aussehen tut die X hinten schon wirklich gut. Dieses Rücklicht finde ich echt super. Ja, und zum Fahrverhalten. Der G wirklich super gut gefedert. Ganz angenehmes Fahrverhalten. Jetzt haben wir hier mal eine Kurve, eine schöne. Liegt auch wirklich sehr solide in der Kurve. Ganz unaufgeregt. So, jetzt kommen wir mal auf eine Kopfsteinpflasterstrecke. Und die bin ich wirklich schon ganz oft mit meiner Vespa gefahren. Und da ist wirklich ein Riesenunterschied. Also das macht die 350G definitiv besser. Viel komfortableres Fahrwerk. Das muss ich jetzt gleich im Anschluss mal mit der X machen, um da mal den Vergleich zu haben. Ja, das macht sie natürlich schon echt super. Sehr souverän. So, wir machen jetzt schon den ersten Wechsel mal, weil ich würde jetzt ganz gerne mal testen, wie die X sich jetzt auf Kopfsteinpflaster fährt. Test Nummer 2, Kopfsteinpflaster, jetzt mal mit der X. Ja, Sitzposition definitiv schon anders. Da sitze ich bei der G um einiges weiter hinten. Hier ist alles ein bisschen sportiver. Der Lenker, würde ich mal sagen, ist auch ein bisschen schmaler als bei der G. Ein bisschen tiefer alles. So, jetzt kommt das Kopfsteinpflaster. Ach, okay, auch gut. Also definitiv auch die X von der Federung komfortabler als die Vespa. Also du, die Federung ist nicht viel schlechter als von der. Nee, aber die ist noch besser. Aber die ist besser als die Vespa hier, um einiges. Ja, sind sie beide, habe ich doch gesagt. Krass. Ich dachte, die hier wäre härter, aber ist sie gar nicht. Serie, ne? Immer Serie. Ja, ja. Das kann Lambretta viel, viel besser. Definitiv. Also Federungskomfort. Feder, Komfort, Bremse. Ne, wirklich super, muss ich sagen. Also Federung auch bei der hier top. Ja, kannst du nicht meckern. Und das ist halt schön, wenn man beide wirklich so hin und her testen kann. Da merkt man sofort den Unterschied. Und der hier wäre jetzt für mich angenehmer zu fahren. Lenker ist ein bisschen höher, man sitzt ein bisschen aufrechter. Ich kann weiter nach hinten rutschen. Also für große Fahrer, bin ja knapp 1,90, kurz davor, ist der hier definitiv, glaube ich, bequemer. Ja, und für sowas ist der jetzt gemacht hier, so ein bisschen durch schöne Gegenden cruisen, ganz relaxed. Total unaufgeregt, schnurrt da jetzt so seine Drehzahlen runter. Auch nicht laut.
Irgendwie wird es gerade dunkel. Ich hoffe, es kommt kein Regen. Wir sind jetzt doch ein bisschen länger gefahren. Ja. Aber das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Fahren sich beide super. Aber deutlich unterschiedlich. Komplett unterschiedlich, also als wenn es zwei andere Fahrzeuge sind. Sind es auch. Ja, sind es auch, ja klar. Sind wirklich, also das ist das Tolle. Es sind wirklich für zwei verschiedene Zielgruppen. Also die eine ist das Größenthema, wirst du festgestellt haben. Das ja, ist da war ich auf dem Fein. Grundsätzlich haben beide, also diese gesamte Produktpalette, den Vorteil, wer viel zu zweit fährt, fährt hiermit besser. Ja. Weil sie hinten schmaler ist, der Beifahrer fühlt sich wohler auf dem Fahrzeug. Größe ist entscheidend noch. Wenn man so eine knappe 1,80, so wie ich, mit kurzen Beinen auch noch, kommt man sowieso auf jedem Fahrzeug klar. Dann ist es fast egal, was man fährt. Aber ab 1,85, 1,90, also normaler Körperbau, normale Beinlänge, geht das? Ja, es funktioniert. Funktioniert gut. Komfortabler da, ne? Umso größer, umso komfortabler hier, definitiv. Ja. Definitiv. Das stimmt. Definitiv. Und damit kommen wir auch zu dem Fazit dieses Fahrzeugs. Komfortabler. Das gilt grundsätzlich. Das da ist der kleine Terrier. Ja. Das wie ist die Farbe schon zeigt. So, das hier ist ein Cruiser. Es ähnelt sogar eher einem kleinen Motorrad. Das ist die Rückmeldung, die ich aus allen Probefahrten noch habe, die auch meiner Wahrnehmung entspricht und deiner, glaube ich, auch. Ja. Das fährt sich wie ein kleines, leichtes Motorrad. Das ist so Cruiser-lastig. Das hier ist nicht gebaut für den Terrier-affinen kleinen Ja, also dafür nicht für den Sportfahrer, ja. Genau, die 350er ist gebaut für einen Cruiser-Liebhaber, für viel zu zweit, sie ist trotzdem wendig in der Stadt. Also ausreichend wendig. Wendig habe ich keinen Unterschied gemerkt bei den Fahrzeugen tatsächlich. Also es war wirklich... Sie ist ein Ticken länger als die, Ja. also wirklich ein Ticken, ja, das ist wirklich nicht viel. Kann man nachlesen im technischen Datenblatt. Das hier ist was für Cruiser-Freunde. Das da ist was für Sportfreunde. Wobei wir bei beiden, wir wollen das jetzt nicht, man hat es ja gesehen in den Beschleunigungstests, hat man ja gesehen, dass die also da doch schon die Nase weit vorne hat. Ein Aber noch dabei, sie hat das auch in Serie, aber die ist natürlich hier auch schon noch mit Vario gepimpt, und Kupplung gepimpt. Hier haben wir aber auch schon ein kleines Pimping drin. Wir haben ja andere Vario-Rollen drin, also deutlich leichtere als Serie. Dadurch bewegt die sich auch schon besser. Wir reden aber grundsätzlich immer über einen Roller. Ja. Und wir reden über Luxusprobleme oder nicht. Doch, weil wichtig ist doch, dass man an der Ampel schneller ist als das Taxi neben dir. Ja. Und das schaffen beide locker. Ja. Das schafft auch die locker. Ja, natürlich ist die flinker, aber das ist auch ein anderes Konzept. Was ich absolut abgefahren finde, ist das Fahrwerk bei der hier. Je nachdem, worauf man steht. Wer jetzt, sag ich mal, ein bisschen fester das haben will und sportlich, wird wahrscheinlich eher hier zu tendieren. Wer es gemütlich mag und einen guten Geradeauslauf, wo man die Hände vom Steuer nehmen kann und einen Cocktail trinkt, der ist dann bei der eher. Vorteil der Doppelarmschwinge, ja, zur Monoschwinge ist natürlich, du kannst hier wirklich die Hände vom Lenker nehmen. Es gibt kein gibt's nicht. Das, was man bei der Vespa manchmal hat, so dieses Lenkerschlackern, kennt er vielleicht, ganz schlimm. Wenn das Vorderrad mal nicht ausgewuchtet ist, dann fängt es bei 60 bis 80 so richtig an. Das hat man hier nicht. Also der ist wirklich, also beide an sich, der hier auch, sehr solide im Vorderrad. Das Krasseste finde ich bei der hier, da ihr ja fahrwerksmäßig alles Serie ist. Wenn wir es also Serie vergleichen und fahren mit der hier über Kopfsteinpflaster. Eklatanter Unterschied. Das hier ist eine Sänfte. Ja. Eine echte Sänfte. Ja. Hier bewegt sich nicht mal der Lenkerkopf über normalem Kopfsteinpflaster. Ich bin ja vorhin mit der Vespa zu euch gefahren und wenn man dann von der Vespa direkt auf die steigt, merkt man sofort den Unterschied. Also auch auf normaler Straße, so kleine Unebenheiten, filtert die super weg. Also da haben sie irgendwas gut gemacht. Anderer Radstand, andere Federung drin. Das Ding ist wirklich, also das ist Komfort, das ist Sport. Ja, also wer es ein bisschen entspannter haben möchte, der wird immer die G nehmen. Ist natürlich auch trotz aller technischen Sachen immer eine optische Sache. Die sehen ja auch wirklich ganz anders aus. Absolut, absolut. Ja, also, und beide haben auch, also hier ist ja ein voll digital Display drin, was aber eher aussieht wie eine iPhone-Oberfläche. Ja. Also es ist sehr reduziert auf die wesentlichen Informationen, mehr braucht man nicht. Trotzdem ist es ein TFT, kein LCD, sondern ein richtiges TFT-Display. Echt schön, muss man mal sagen, dafür, dass ich normal so mechanische Anzeigen sehr schön finde. Hammer, also das ist ein schönes Display, es gefällt mir sehr gut. Und ansonsten zu den Punkten, die wir getestet haben, Beschleunigung habt ihr gesehen, war die natürlich vorne Gewichtsvorteil. Also nicht deiner oder meiner, sondern das Ding wiegt einfach 15, 20 Kilo weniger als die große. 10. Das macht also eine Menge aus. Dann natürlich der Umbau, der schon stattgefunden hat. Macht ja nochmal 10 Kilo. Macht nochmal 10 Kilo. Dann die Variomatik, die Kupplung. Da sieht man, was man mit kleinen Umbaumaßnahmen auch schon machen kann. Ja, also da passiert schon im Kleinen
passiert schon was. Ja. Ne? Auch hier im Kleinen, aber hier kommen wir natürlich sicherlich auch noch zu Vario und Kupplung und sowas, aber zunächst mal Cruiser, ganz anderes Niveau, trotzdem Vario-Rollen gewechselt und wir haben es auch bei den Kundenprobefahrten gemerkt. Auch dort sagt ihr, also es gibt einen kleinen Aha-Effekt, ne? Das ist klar. Und hier geht es nur um die Gedenksekunde an der Ampel. Nur um die geht es. Und wir reden trotzdem immer nur über Luxusprodukte. Es sind Roller. Ja, es sind Roller. Ja, es sind Roller und die sind beide schnell genug. Die Bremsen waren bei beiden gut. Fantastisch. Ja. Die Serienbremsen sind wirklich knackig. Auch die Aufhängung vorne, die taucht jetzt auch nicht so viel ein. Ne? Also dieses Anti-Dive vorne. Nee, das Anti-Dive funktioniert großartig. Funktioniert gut. Das hast du ja, das ist ja dieser Knochen. Das ist ja hier dieser Knochen dazwischen, bei der auch. Das funktioniert fantastisch. Ja. Das ist anders als bei den alten Lambretten, von denen ich nicht, das war immer nicht so, ich bin ja eher auf der modernen Schiene. Hier taucht nichts ein. Ja, das ist wirklich gut. Die bremst ein bisschen schneller, liegt aber vielleicht auch am Gewicht, weil es einfach leichter ist. Ne? Also die Bremsen sind ja die gleichen, nur hier ist halt weniger Gewicht, das kommt natürlich schneller zum Stehen. Was man noch im Fazit sagen kann, finde ich, ist dann hier auch nochmal die Verarbeitung tatsächlich. Die ist bei beiden gut, aber was hier die Schalter und die Armaturen an der G anbelangt, ist noch die Haptik, besser, die Rückmeldung des Klick, wenn man den Schalter betätigt. Die Rückmeldung der Betätigung des Schalters ist wirklich, also das sucht seinesgleichen. Ja. Also wirklich, da kann die nicht mithalten, da kann Vespa nicht mithalten, schon gar nicht mit den neuen Armaturen. Also das sucht seinesgleichen. Das ist wirklich sehr hübsch gemacht. Überhaupt muss man doch sagen, von der Verarbeitung sind die wirklich gut. Ne? Also ich habe mir die wirklich ins Detail angeguckt. Der Lack ist fantastisch. Also der weiße hier sieht auch sehr schön aus. Sieht er jetzt gerade nicht, wir haben halt ein bisschen Wolken. Das ist so ein Metallic-Lack. Metallic weiß, super. Also so ein bisschen so Perlmutt sieht das aus. Da bietet sich auch an, gerade die weiße bietet sich an, um so einen Klassiker, so einen alten Chevy Bel Air draus zu bauen oder das klassische Lambretta Zweifarbschema aufzunehmen, weil weiß ist einfach eine tolle Basisfarbe. Ja. Machst du jetzt so türkise Seitenbacken, türkise Nase, türkisen Fender und du hast schon hast einen Bel Air. Ja, stimmt. Und hier geht es natürlich auch schön leicht. Und wenn er ein zweites Paar Backen kauft und eine zweite Krawatte, kann man umstecken immer. Dann kannst du auch noch das machen. Ja, genau. Schnell gemachter Farbwechsel. Ja, genau. Und das Schöne ist, beide Fahrzeuge können bei euch Probe gefahren werden. Ihr habt beide angemeldet. Ja, alle angemeldet. Also wenn ihr in Berlin seid und wollt Lambretta mal Probe fahren, auf zum Kaffeeracer und dann könnt ihr mit beiden dann mal Test fahren, ob das was für euch ist. Auch als eingefleischter Vespa-Fan, Fazit meinerseits, danke, dass es ein zweites Produkt gibt, was mir so viel Spaß macht wie die Vespa. Ja. So einfach. Mal eine Alternative. Mal eine Alternative, ganz genau. Deswegen, das möchte ich trotzdem auch noch mal rausarbeiten. Wir wollen hier in keiner Form sagen, das ist besser als das andere. Jedes macht was anderes anders und auf seine Art besser. Hier ist es so, Lambretta und Vespa gehören zusammen. Das kommt ja aus derselben Zeit auch. Hat denselben Ursprung irgendwie. Genau. Von daher kann man das wirklich machen und die Qualität ist vergleichbar. Absolut, von beiden Fahrzeugen. Ja. Absolut vergleichbar. Und natürlich im Augenblick auch das Portemonnaies, weil beide sind um 1.000 € etwa billiger als die Vespa. Beide sind gerade richtig viel günstiger. Das ist ja viel Geld. Frühjahrsaktion kostet die kostet ja in Serie 7.1 oder 7,50. 7.059 kostet die Standard, ganz normal. Jetzt gerade ist die um die 6,5 zu haben bis Ende April. Es ist ein unfassbar guter Preis und damit also deutlich Schluss jetzt mit der Schleichwerbung. Okay.